Willkommen im Tartaria Channel und zum zweiten Teil des Videos Universelle Offenlegung. Wir möchten gerne hier noch einmal hinweisen, dass dieses geniale Video aus dem Kanal Norbs World stammt und wir auch in der Beschreibung verlinkt haben. Sehr erfreut waren wir, dass Sie uns gleich nach unserer Veröffentlichung sich gemeldet haben und es gelobt haben. Wir möchten uns, lieber Martin Kenny und Norb Qfizz, bedanken, denn das ist ein Meisterwerk. Besucht seinen Kanal, es gibt da noch viel mehr zu erfahren. Danke auch an euch, liebe Community, denn ihr habt uns gezeigt, dass das Interesse sehr groß ist. Anmerken und danken möchten wir noch, dass wir hier jetzt in diesem Video im Hintergrund Musik genommen haben von einem noch sehr jungen Mann, der selber produziert und wir ihn gebeten haben, extra hier für uns Musik zu machen. Verlinkung ist natürlich in der Beschreibung hinterlegt. Jetzt wollen wir aber anfangen. Du bist, denke ich, startklar und versorgt. Es wird diesmal eine etwas längere Reise. Wir wollen uns jetzt mal mit Schwingungen und Frequenzen in der Musik beschäftigen. Ich mache schon sehr lange Musikproduktion, außerdem mache ich Kunst, digitale Medien, Video. Ich habe alles durchlaufen, was mit Kunst zu tun hat, auf einer grundlegenden Ebene und verschiedene Begabtenschulen. Und was auch immer, meine kreative Seite ist meine Leidenschaft, meine Arbeit, der Liebe, und ich glaube, dass mir diese wunderbaren Talente und Fähigkeiten gegeben wurden, um solche schönen Informationen wie diese zu teilen und euch möglicherweise zu helfen, aufzusteigen oder zumindest erleuchtet zu werden und zu verstehen und Wissen in der schönen, einnehmenden Präsentation zu haben. Hier haben wir Frequenzen mit Musik und Musiküberlagerungen und geben Ihnen visuelle Darstellungen für diese Frequenzen. Sie können sehen, dass bestimmte Noten in den niedrigeren Frequenzen und bestimmte Noten in den höheren Frequenzen sitzen. Aber hier kann man sehen, wie sich die Audioschichten überlagern und schöne Wellen erzeugen. Und wenn man die Dinge richtig schichtet, entstehen Harmonien, natürliche Harmonien, und dann werden die Oszillationen auch zu schönen visuellen Effekten. Alles ist alles, und dies ist ein weiteres Beispiel dafür. Wenn es um Musik geht und wenn es um Künstler geht, die bestimmte Töne treffen und bestimmte Melodien singen, oder Priester, die singen, oder andere melodische Strukturen, oder wenn du deine Stimme und ein anderes Instrument übereinander legst, erhältst du wunderschöne Obertöne. Wenn wir also etwas in den höheren Oktaven spielen, klingt es engelsgleich. Wenn wir etwas in den unteren Oktaven spielen, klingt es wie ein Dämon. Wenn wir einen Schritt weiter gehen und visuelle und akustische Effekte hinzufügen, können Sie definitiv sehen, wie Sie jemanden Unbehagen bereiten können, weil er durch das Design ängstlich ist. Denken Sie jetzt, während Sie das sehen, an Ihren Tagesablauf und wie Sie schwingen, was Sie essen und welche Art von Frequenzen Sie von Menschen aufnehmen, mit denen Sie sprechen, Unterhaltungen aufnehmen und so weiter. Sie werden überrascht sein, wie viel negative Energie Sie wahrscheinlich täglich konsumieren und es noch nicht einmal wissen. Wenn ein Musikkünstler singt und nicht in der richtigen Tonlage ist, merkt man das. Man spürt es. Die Obertöne stimmen nicht. Oder wenn dir jemand ein gefälschtes Video zeigt, merkst du, dass es gefälscht ist. Oder wenn ein Journalist eine Geschichte fälscht, merkst du, dass es gefälscht ist. Das liegt daran, dass die Obertöne nicht stimmen und dein inneres Radar erkennt, das im Grunde genommen. Aber wenn du das über Dinge wie Unterhaltung, Filme, Musik und Comedy machst, wo in jedem Witz ein bisschen Wahrheit steckt, spielst du mit einer sehr feinen Linie der Wahrnehmungen. Natürlich, wenn ich dir das zeige, lehnst du es wahrscheinlich instinktiv ab, denn dein ganzes Leben lang wurde dir gesagt, dass wir auf einer Kugel leben, die sich im Weltraum, in der Unendlichkeit dreht, und teilweise mag das wahr sein, die Singularität könnte der Urknall sein, unser ganzes Universum könnte durch die unendliche Leere fliegen,
Aber unser eigentliches Land, auf dem wir leben, nun, ich überlasse es dir, das zu entscheiden, oder du bist bei diesem Video fertig, weil du hast bereits deine eigene Wahrheit entdeckt. Was ich damit sagen will, wenn ihr Frequenzen hört, Filme seht, euren Alltag bestreitet, 5000 Symbole, 400 Cent, 300 Menschen, deren Ikonen wirken und deren Energien sich überschneiden. Denkt darüber nach, was euer Zweck und dieses Leben ist. Mein Ziel ist es, euch zu helfen, in einen höheren Bewusstseinszustand aufzusteigen, erleuchtet zu werden, und auch ihr seid nichts anderes als eine große Schwingungsmaschine. Wenn ihr ein- und ausatmet, schwingt das. Wenn ihr geht, schwingt euer ganzer Körper. Wenn ihr schlaft, durchlauft ihr einen Zyklus, alles um uns herum schwingt und ihr solltet zu eurem vollen Potenzial in diesem wunderschönen Universum schwingen. Zwischen dem 4. und 5. Taurusfeld befindet sich das Firmament. Dort sind alle Sterne befestigt und fixiert, während sie ebenfalls ihre Schwingungen ausführen. Dieses Firmament ist es, das uns daran hindert, nach oben zu gehen. Tatsächlich gibt es im Internet Aufnahmen von Raketen, die von unabhängigen Teams nach oben geschickt wurden. Und man kann deutlich sehen, wie sie dort oben etwas treffen, bevor sie wieder herunterkommen. Wenn Sie jetzt unter Operation Fishbowl oder Operation High Jump nachschauen, finden Sie einige interessante Informationen über die Anstrengungen, die die Regierungen unternommen haben, um zu versuchen, das Firmament zu überwinden. Wie auch immer, so funktioniert das Sternensystem. Die beiden obersten Planeten Neptun und Uranus befinden sich, glaube ich, ebenfalls knapp über dem Firmament. Sie sind es, die dem Wirbel den anfänglichen Spin geben. Diese beiden sind auch als Exoplaneten bekannt und das liegt daran, dass sie sich außerhalb der Taurusfelder und außerhalb des Systems der 3 Sonnen und Monde befinden. Und das wiederum ist es, was all den Schwingungen von allem anderen darunter die Differenzierung verleiht. Wir haben also viel von der oberen Hälfte abgedeckt, denn das ist unsere Heimat und wir wissen nicht wirklich, was sich auf der Unterseite befindet. Aber basierend auf denselben Forschungsquellen ist die Unterseite sehr ähnlich wie der Oberseite, außer dass sie wasserhaltig ist. Es gibt auch 3 Ebenen unter uns, die das nachahmen, was wir oben haben, und dann gibt es auch ein Firmament ganz unten, direkt über dem Pluto. Anstatt Luft ist Wasser und niemand hat die große Tiefe. Die 5 Taurusfelder arbeiten hier unten, um das Wasser zu zirkulieren und ihren jeweiligen Zyklen und offen gesagt, wer weiß, welche Art von Lebensformen dort unten sein könnten oder was vielleicht dort unten ist, aber das ist in unserer Literatur als Hölle bekannt. Interessant, oder? Also, wie hängt die Religion mit all dem zusammen? Lassen Sie mich versuchen, das zu erklären, und das ist nur meine Meinung. Ich glaube, dass alle heiligen Bücher einfach metaphorische Geschichten waren, um genau das zu erklären, was ich dir gerade gezeigt habe. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich diese Menschen gibt. Ich glaube, dass sie alles darstellen, was Sie hier sehen, und dass alle Variablen ihre eigenen Charaktere haben. Ich werde mich hier an die Bibel halten, um euch ein paar zufällige Beispiele zu geben, und ihr könnt sie dann selbst nachschlagen, um zu sehen, ob ihr die Metapher erkennen könnt, wenn sie sagen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist eine Metapher für Jesus ist Christus. Christus repräsentiert das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist am Kreuz gestorben. Das Kreuz ist wieder die Essenz, der Querschnitt, der Mittelpunkt der Mittelpunkte. Und wenn wir uns das Kreuz in einem 3D-Format ansehen, werden Sie feststellen, dass es kein Plus-Symbol ist. Wenn also das Bewusstsein am Mittelpunkt unseres Universums gestorben ist, dann ist das der Nordpol. Und wenn man sagt, folge dem Nordstern, dann ist es der Polarstern und die Geburt Jesu. Das Zentrum des ersten Taurusfeldes im Inneren ist auch unter dem Nordstern bekannt als den Garten Eden. Das ist ein heiliger Ort, ein spiritueller Ort. Als Christus gekreuzigt wurde, stieg das Bewusstsein durch die Monde in den Himmel auf.
denn man kommt durch die Söhne und springt durch den Mond in den Himmel und wird 3 Tage später wiedergeboren. Eine Metapher für Reinkarnation oder den nächsten Zyklus, das nächste Leben, auch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes kommt dies zum Ausdruck. So ziemlich alles, was Sie in den heiligen Büchern sehen, ist eine Geschichte und eine Metapher, um eine dieser Variablen in diesem wunderschönen Universum zu erklären. Hey, ich stelle nur Theorien auf. Ich versuche nicht, irgendjemand eine Religion aufzudrängen. Ich bin auch nicht religiös, aber ich glaube, dass die Menschen in der Antike einfach dieses Wissen hatten und es uns in Form von Geschichten, Büchern oder heiligen Büchern weitergegeben haben. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich das hier abschließen kann, denn ich habe Ihnen eine Menge Informationen gegeben und einige von euch lachen wahrscheinlich, während andere schon einmal hier waren und andere sogar noch weiter in der Forschung sind als ich. Einige von euch fragen sich wahrscheinlich, woher ihr all diese Informationen habt. Habt ihr euch das nur ausgedacht oder ist es tatsächlich Quellmaterial oder ist es eine Mischung aus alter Literatur, kosmologischer Wissenschaft und dem Zusammensetzen verschiedener zufälliger Puzzlestücke und das schon seit langer Zeit? Ich glaube auch nicht endgültig daran. Ich denke nur, dass sie viel plausibler ist als das, was uns derzeit erzählt wird. Und wenn ich das hier beende. Ich werde euch ein paar Screenshots von anderen zeigen, die diese Theorie auf ihre eigene Art und Weise dargestellt haben. Ich werde auch Links in der Beschreibung hinterlassen zu dem Material, das mir zumindest einiges davon gezeigt, das einiges davon aufgeschlüsselt und noch mehr Kontext gibt. Also spielt es wirklich eine Rolle, ob die Erde flach ist oder nicht? Zumindest nicht für diejenigen, die das glauben. Ich selbst glaube schon nicht viel von dem, was uns erzählt und gelehrt wird. Und es gibt viele von uns und jeden Tag mehr erwachen, aber ich schätze, einige der Ängste wären, dass die Religionen schnell behaupten würden, sie hätten die richtige Geschichte. Ist ein Schöpfer etwas, der diese Sache entworfen hat, sei es eine Simulation einer Simulation oder ein größerer Konstrukteur, ein Gott, ein größeres Wesen und nicht zu vergessen, sie müssten endlich zugeben, dass sie die ganze Zeit gelogen haben und uns vollständig aufklären, was durchaus passieren kann. Es ist eigentlich eine aufregende Zeit. Immer mehr Menschen wachen auf, es gibt viel zu erforschen, es gibt viel zu lernen. Und es ist erstaunlich, endlich zu erkennen, wir wissen nicht so viel über uns selbst und darüber, wo wir leben, zumindest die meisten von uns nicht. Ich habe immer gedacht, dass es eine gewisse Ordnung geben muss. Es ist nicht nur alles Chaos und zufällig. Und das ist mein letztes fehlendes Glied in diesem Denken. Es kann sehr wohl andere Lebensformen da draußen geben, Aliens oder was auch immer. Aber sie werden sehr negativ dargestellt, niedrige Frequenzen, hässliche Kreaturen. Sie sind uns vielleicht weit voraus und sehen uns an als Aliens. Oder die Schädlinge, die zerstörerische Spezies, die nicht einmal in ihrer eigenen Harmonie kommen können, halten sie von uns fern. Könnte sein. Was sagen Sie? Weiß man nie wirklich. Also was kommt danach? Nun, sie sagen, wenn man sein Karma richtig ausgelebt hat, dann steigt man auf. Wenn nicht, dann macht man das wieder. Wird es einen zweiten Teil geben? Wer weiß. Hoffentlich werden wir alle es tatsächlich erleben, anstatt es auf euren Bildschirmen zu sehen. Sie haben die Nationen gespalten, sie haben die Religion gespalten, sie haben die Demografie gespalten, sie haben die Generation gespalten und jetzt sind sie hinter der größten Sache her, dem Geschlechterkrieg. Egal ob wir in den Weltraum gehen oder in den äußeren Grenzen. Ich glaube immer noch, dass der Sinn des Lebens darin besteht, zwischen Gut und Böse zu agieren. Ich glaube immer noch daran. Ich habe es dahin geschafft, wo ich bin. Ich habe es im Leben erreicht, weil ich alles in Frage gestellt habe und mit meinem Denken nicht endgültig war, vor allem wenn es um Glaubenssysteme, Politik, die Art und Weise, wie ich in diesem Leben schwinge und wie ich meine Zeit, meine Ressourcen und meine Bemühungen verbringe, um meine Ziele zu erreichen gilt, während wir diese Übergangsphase durchlaufen, dieses große Massenerwachen. Ich bin sicher, einige von euch können es bereits fühlen und spüren, dass es immer mehr von euch schneller und schneller als je zuvor zu euren eigenen Wahrheiten kommen werdet. Ich würde mich also freuen, wenn ihr zumindest offen für alles seid.
was euch als Fakten definitiv präsentiert wird, wenn ihr es nicht selbst anfassen könnt, selbst erforschen könnt, es selbst sehen könnt. Nicht nur auf einem Fernsehbildschirm, nicht nur durch Nachrichten, nicht nur durch eine Institution, durch die Regierung oder ähnliches. Dann glaubt es nicht einfach nur blind, nur weil man euch etwas euer ganzes Leben lang erzählt hat. Macht das nicht wahr, sondern stellt eure eigenen Nachforschungen an und die wichtigsten Worte, von denen ich glaube, dass sie nicht wollen, dass ich sie euch sage. Sie sind einfach. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Also die Sonne ist der Sonntag, der Mond der Montag, der Mars der Dienstag, Merkur das Zentrum der Mittwoch, Jupiter der Donnerstag, Venus der Freitag, Saturn der Samstag. Wir haben hier eine ziemlich interessante Form. Ich beschloss weiterzumachen und den Rest der Planeten zu verbinden, da sie alle ausgerichtet sind. Ich fing an, wirklich coole Muster der Perspektive und alle Arten von Formen, Sterne, Dreiecke, Rechtecke und ziemlich gleichmäßig aufgeteilte Stücke zu erkennen. Allerdings ist das Bild selbst perspektivisch etwas schräg nach unten und ein wenig nach rechts geneigt, so dass es nicht perfekt aussieht, und ich habe in Photoshop einfach den Shift-Befehl mit dem Bleistiftwerkzeug benutzt, um einen Punkt mit dem nächsten zu verbinden, so dass alles grob und nicht perfekt ist. Ich beschloss weiterzumachen und auch die oberen Teile zu verbinden, beginnt mit der Polaris-Singularität, und ich habe jetzt noch mehr Perspektive. Ich fange an, Pyramiden zu sehen, 3 Dimensionen, und ich fing an, über einige unserer Strukturen und über einiges unserer Geschichte nachzudenken und die Geschichte von Babel. Fertig. Baute den Turm, um zu versuchen, dort hinaufzukommen. Und Polaris entschied, nein, wir werden alles überfluten. Ihr müsst von vorne anfangen. Ihr könnt das System nicht betrügen, um zu versuchen, schneller hinaufzukommen und aufzusteigen. Und es ist eher so, dass man sich einige der anderen Pyramiden ansieht und die 3 großen bemerkt. Die zweithöchste ist immer eine Sonne und die dritte ist immer der Mond. Also sind die Sonnen immer ein bisschen höher als der Mond. Jedenfalls dachte ich, dass das irgendwie interessant ist, wenn ich anfange, einige der Bilder zu überlagern. Okay, also fange ich jetzt an, noch höher zu gehen und den Mittelpunkt mit dem Firmament zu verbinden, während der Mittelpunkt dort oben ist und ich sogar noch mehr Perspektive bekomme, vielleicht sogar noch mehr Dimensionen, und da wiederum sie sich drehen und in mehrere Richtungen gleichzeitig schwingen und dieses Richtungsmuster sich ändert. Wir durchlaufen verschiedene Zyklen der Zeit, wir durchlaufen verschiedene Zyklen der Energie, wir durchlaufen verschiedene Zyklen des Bewusstseins. Dann fing ich an, ein wenig unheimlich zu werden und nach Logos zu suchen, die passen könnten, und stieß wieder auf das hier. Ich stelle einfach Theorien auf, ich habe ein wenig Spaß und bin kreativ, wenn ich sehe, was mir einfällt. Und wenn ich jedes neue Puzzleteil erhalte und sage, aha, etwas Interessantes passiert. Fügen wir dies hinzu, fügen wir jenes hinzu, dann ist es nur wieder meine Theorie, meine Kreativität, warum das Chevron-Vektor-Symbol vielleicht so wichtig ist, weil es im täglichen Gebrauch ist, überall um uns herum, in all unseren Energien und all unseren Logos. Dies ist definitiv eines meiner größten Meisterwerke, was die Zusammenstellung einer Reihe von Informationen und präsentiert sie mit Grafiken, meine eigene Musik, Folie 3D, von Grund auf zu ziemlich alles, was ihr hier seht, und ich bin wirklich stolz auf die Sache. So fühlen Sie sich bitte frei, es zu teilen, es zu kritisieren, lassen Sie Ihre Kommentare unten, wenn es irgendwelche Korrekturen gibt. Fühlen Sie sich frei, dieses mitzuteilen. Danke fürs Zuschauen und haben Sie einen schönen Tag. Anytime you see flat earth proof, just regurgitate the bullshit that you learned back in school. Is the curriculum true? It's approved by the experts. Be a good boy, obey everything they tell you. Number 3, this one's got to do with the sea. Water never curves, but they call it gravity. Hold up, bro. You don't believe in gravity? I call it density and buoyancy.
Look at the ships disappear on the horizon as they dip. But a zoom lens brings it back in. There it is. Nope, that's just refraction, a mirage. Everything. Number 5, look up. Don't you see the satellite? Don't you see the blinking lights? How the f can you deny? Cause I look up every night and I see the same sky. Nothing ever parallaxes, nothing ever flies by. So 6, stuck in the matrix, I hate this fix. Spaceships, photoshopped reality from data strips. Yet we believe 6 moon missions made it. Yet all we see is CGI and some great trips. 7, this rule is completely underrated. Keep your social life and flat earth completely separated. Cause the skeptics won't get this, but get this. Our freedom of artistic expression and free speech is under threat. Number 8, I ate it sideways, that's infinity. I was made from the Trinity, not no apes, just infinity. Algorithm is set to 432 hertz. Perfect fractal patterns, those are nature's words. Number 9, the math and the numbers say it all. Railroads and canals were built on no ball. And from ancient civilizations to today's shoot, the engineers don't put the curvature in their equations. I'm saying number 10, get ready to pretend. Regurgitate again, cause you can't fail, my friend. If you get too many F's, you get sent to the dot. You got ADD, you're popping a cocktail full of cans. Say the sun is not at 3 million miles away. That's a bunch of bullish hot spots prove it. Say the sun is not at 3 million miles away. Get your mind right or they start to abuse it. They call it a C level, not a C curve. And I don't see curve, I'm a truth seeker. Vomit on reality distorted by these teachers and doctrinated research. Let's go and smoke some weed. Used to have respect for road joking and team. For waking people the up to this monster machine, which we all bow down to in some chronic degree. But if you educate yourself and make you free your mind and your seat, you've already learned to love the servitude they put you in. Condition and focus on your ego and sick indoctrination. The face is on the money to remind us of the power. Prophecies were simply repeating the plans of these powers. Dieses Werk ist eine Hypothese und Theorie, die auf synkretischer Forschung basiert. Die Forschung ist dazu gedacht, Menschen zu vereinen und Diskussionen über unsere Realität zu eröffnen. Alles, worum wir euch bitten, ist, dass ihr freundlich zueinander seid, wenn ihr euch das anseht und anfangt, es zu diskutieren und zu analysieren. Wir bitten euch auch und ermutigen euch und alle anderen, dieses Werk auf jeder Plattform neu hochzuladen und zu spiegeln, es in eurer Sprache zu lesen, Reaktionsvideos zu machen, Screenshots, Remixe, Riffs zu erstellen und es zu verbreiten. Ein letzter Hinweis, einige der Karten auf diese Modellen und Elementen sind nicht die Norm und ich habe sie so anschaulich wie möglich gemacht. Also stört euch nicht daran, dass einige der Karten verzerrt oder völlig falsch sind. Sie sind nur für die Darstellungszwecke gedacht, also schnappt euch eure Snacks und Getränke und macht euch bereit, euch umhauen zu lassen. Los geht's. Bevor wir ins Detail gehen, ist es extrem wichtig, dass Sie das Konstrukt unseres geozentrischen elektromagnetischen Universums verstehen. Wenn Sie mit diesem geozentrischen Modell nicht vertraut sind, werden wir Ihnen in der Beschreibung Links für Sie hinterlassen, damit Sie die Grundlagen nachlesen können. Kurz gesagt, wir befinden uns nicht auf einer Kugel. Unsere Erde besteht derzeit aus 4 konzentrischen Ringen. Physisches Land, die von der Nullpunktachse in der Mitte der Ebene ausgehen und sich spiralförmig ausbreiten, genau wie ein Wassertropfen, der in ein größeres Gewässer fällt. Dadurch entsteht ein Welleneffekt, der von seinem Aufprall ausgeht und sich konzentrisch nach außen ausbreitet. Das Zentrum dieser riesigen konzentrischen Erdebene ist die sogenannte Nullpunktachse. Dieser zentrale Pol ist nicht nur eine symbolische Metapher, sondern eine tatsächliche physische Markierung, die zu einer magischen oder sollte ich sagen magnetischen Säule wird. Manchmal wird er auch als heiliger Berg oder als der Baum des Lebens bezeichnet. Die erste große rote Pille, die ihr schlucken müsst, ist, dass jenseits all dieser dimensionalen Energiefelder von dort, wo wir uns jetzt befinden, in unseren nördlichen und südlichen Externitäten unsere anderen außerirdischen Länder liegen, die von anderen außerirdischen Zivilisationen bewohnt werden. Das ist es, was wir als außerirdischen äußeren und inneren Raum bezeichnen könnten. Außerirdische äußere und innere Erde. Ich weiß, es klingt verrückt, aber habt Geduld mit mir. Jeder dieser 4-dimensionalen Ringe der Erde hat sein eigenes Öko-, Mond- und Sonnensystem und seine eigenen Jahreszeiten und seine eigene Sonne und Monde, die unsere gegenwärtige 7 wandernden Sternen wären. Saturn und Jupiter sind die Sonne und der Mond der äußeren Ringdomäne und des Reiches der Erde. Mars und Venus sind die Sonne und der Mond der nächsten konzentrischen Bereichs der Erde innerhalb dieses Bereichs. Dieser Mars- und Venusbereich wäre der Hauptbereich jenseits unserer südlichen antarktischen Grenze und des elektromagnetischen Feldes der Aurora Borealis. Dann haben wir natürlich unsere eigene Sonne Apollo und den Mond Artemis in diesem Bereich. Und zu guter Letzt Merkur im inneren zentralen Bereich jenseits unserer nördlichen arktischen Grenze und des elektromagnetischen Feldes der Aurora Borealis.
Dieser innere Stern, Merkur, ist androgyn und ist die Sonne und Mond in einem. Er wird manchmal auch als Sonne der inneren Erde oder die schwarze Sonne oder Planet Nibiru oder Planet X bezeichnet. Die gesamte Ausdehnung unserer irdischen Ebene mit all den verschiedenen Bereichen ist das, was die alten Griechen als Mutter Gaia, die kemetischen Ägypter als Benben oder die Mutter Gab und die Hindus als Bomandala bezeichneten. In dieser Präsentation werden wir erklären und zeigen, wie die spiralförmige Ausdehnung von Raum, Zeit und Materie begann und weiter besteht. Los geht's! Dieser Kalender ist eine moderne Interpretation und Mischung des aztekischen Maya-Kalenders, des ägyptischen Dendari-Steins und verschiedenen chinesischen und indischen Dharma-Rädern, sowie anderer altertümlicher, kosmologischer und universalen Uhren und Kalender. Viele alte Kulturen, Zivilisationen, Mystiker und Forscher haben im Laufe der Zeit verschiedene kosmische Uhren und Kalender geschaffen und dargestellt. Sie alle wussten, dass alle Zeit in einem zyklischen Muster abläuft. Sie wussten, dass alles im Leben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Geburt, Erfahrung, Wachstum und Tod. Sonnenaufgang, Mittag, Sonnenuntergang. Mitternacht, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Eisen, Bronze, Silber, Gold. Sie verstehen also, dass unser kosmischer Kalender der Zeit eine makrokosmische und synkretische Spiegelung dieses beobachtbaren mikrokosmischen Uhren, Kalender, Zyklen und Jahreszeiten der Zeit ist und wie immer in unsere Forschung eingebettet, auf der Grundlage der natürlichen und beobachtbaren alltäglichen Realität, und hoffentlich werden Sie am Ende dieser Präsentation ein besseres Verständnis dafür haben, wie verschiedene Zeitalter, Rassen, Zivilisationen und Reiche im Laufe der Zeit innerhalb eines elektromagnetischen kosmischen Ei-Universums entstanden sind. Um unsere Kalender besser zu verstehen, müssen wir in sogenannte Epochen unterteilen. Unsere Epoche hier wird 24.000 Jahre betragen, also einen ganzen Zyklus. Wie lautet die Definition einer Epoche? Eine Unterteilung der Zeit, die selbst eine Unterteilung eines größeren Zeitraumes ist. Denken Sie an Sekunden, 2 Minuten, 2 Stunden, 2 Tage, 2 Monate, 2 Jahre, gute Beispiele für Epochen. Eine Epoche wird auch in Zeitalter unterteilt, die eine Reihe von chronologischen Veränderungen oder Ereignissen entsprechen. Eine Epoche kann auch als Ära, Zeitalter, Periode, Zeit, Äon, Spanne, Stufe oder Punkt in der Geschichte bezeichnet werden. Universelle Epochen werden manchmal auch als platonisches Jahr oder kosmischen Tag bezeichnet. Wie eine Uhr, die 12 schlägt und einen neuen Zyklus oder Tag beginnt. Unsere Epochen sind also 24.000 Jahre, die unserer natürlichen 24-Stunden-Tag und unseren 24-Stunden-Uhr widerspiegelt in einem Sonnentag. 24.000 Jahre in einem kosmischen Tag. Als erstes werden wir ein typisches 12-Stunden-Ziffernblatt legen. Danach legen wir ebenfalls 12 Monate des Jahres an und folgen diesen Ringen mit einem Ring der 12 Tierkreiszeichen, die zu jedem Monat passen. Der nächste Ring stellt unsere 4 Jahreszeiten dar: Herbst, Winter, Frühling und Sommer. Der Ring innerhalb dieses Rings stellt unsere 24-Stunden-Uhr dar, wobei 18 Uhr auf 12 Uhr steht. Wir haben Mitternacht, Viertel nach, halb nach und Viertel nach 2 und innerhalb dieses Rings befinden sich unsere 4 konzentrischen Lanzen, Epochen, Zeitalter, Zivilisationen und Sonnensysteme. Wie gesagt, wir hatten bereits 4 Epochenzyklen und wir befinden uns derzeit ein Viertel nach dem 5. Diese 4 Wurzelrassen sind die Hyperborea, Lemura, Atlanta und Aria. Aber es gibt auch eine 5. Rasse von Wesen, die im Zentrum des Berges Mount Meru unserer Erde lebt. Dies ist die Hauptwurzelrasse, die Polarianer. Im Gegensatz zu den anderen 4 sind die Polarianer halb ätherisch, das heißt nicht vollständig physische Wesen. Sie haben keine definitive Hauptpigmentierung, Größe, Farbe oder Rasse. Der mittlere oder zentrale Punkt der Erde ist dort, wo sich die Erde und der Himmel treffen, und dort leben die Götter.
Wir vermuten, dass die Polarianer in der Lage sind, zwischen beiden Welten hin und her zu wechseln. Dem Himmel oder den spirituellen Reichen oder der Erde bzw. den physischen Ebenen unten. Sie waren die allererste Form irdischer Wesen, die auf dieser Ebene manifestierten. Alle anderen 4 Wurzelrassen wurden von den Polarianern gesät und daher der Begriff Meisterrasse. Diese erste Polaria-Epoche oder die ersten 24.000 Jahre, die sich um den kosmischen Lebensbaum drehten, wurden von den großen himmlischen Ersten und dem größten Sonnensystem, Neptun und Uranus, den höchsten und ersten beiden wandernden Sternen oder Sonne und Mond unseres Universums reguliert, auch wenn sie von halb ätherischer Natur waren. Und am Ende ihrer Epoche vollendeten die Polarier ihren ersten Zyklus und einen Kreis kosmischer Zeit, der 24.000 Jahre Erfahrung umfasste. Dies war das Ende ihrer Epoche. An diesem Punkt schufen die Polarier ihre allererste physische Manifestation und so wurde das Hypoherische Reich und die Wurzelrasse erschaffen. Ein neues physisches Paradigma entsteht, das sich aus der nordpolaren Mittelachse heraus entfaltet, auch bekannt als die allererste Welle. Wir können auch sagen, dass der Baum des Lebens seine erste physische Frucht und seinen ersten Samen geboren hat. Dieser Prozess ist das, was wir als Polverschiebung bezeichnen könnten. Die allererste Polverschiebung unserer Erde. Dieses neue hypoherische Reich hat sein eigenes Sonnensystem, um seinen physischen Raum, seine Zeit und seine Materie zu regulieren. Die allererste Sonne und der allererste Mond werden ebenfalls erschaffen, Jupiter und Saturn. Sie trennen sich erst am Ende ihrer Epoche. Dies ist die erste Domäne, die vollständig physischen irdischen Raum, Zeit und Materie erfährt, die alle durch das allererste irdische Sonnensystem reguliert werden. Diese hypoherische Runde, die sich aus der zentralen Säule entfaltet, war der allererste Garten Eden, der den Baum des Lebens oder den Berg Meru im Zentrum beinhaltet. Behalte dies für den Rest dieses Schöpfungsprozesses im Hinterkopf. Jedes Mal, wenn eine neue Welle herauskommt, ist es der neue Garten Eden. Während der nächsten 24.000 Jahre wurde das hypoherische Reich allmählich vom Zentrum weg nach außen geschoben, als ein neues Reich und eine neue physische Wurzelrasse erschaffen wurde. Die zweite Welle, das Lemurische Reich und die lemurische Wurzelrasse wird gesät. Eine zweite Polverschiebung und wieder entsteht ein neues Paradigma. Das alte hypoherische Reich wird nach außen und weg von der zentralen Säule oder dem Baum des Lebens geschoben. Das ist auch der Punkt, an dem der Saturn alias Kronos und Jupiter alias Rhea sich trennen und ihre Umlaufbahn beginnen. Dieses zweite Reich, die Lemurer, bekommen auch ihre eigene Sonne und ihren eigenen Mond, die zu diesem Zeitpunkt auch androgen sind, eine Sonne und ein Mond in einem. Während dieser Epoche sind die Lemurer der Garten Eden und der Mars und Venus, die androgene Sonne und der androgene Mond, regeln die Zyklen, Jahreszeiten, Zeitalter dieses neuen Reiches und Bereiches. Vergessen Sie nicht, dass die Lemurer auch von den Polariern, der Hauptwurzelrasse, abstammen und nicht von den Hypoherern, die nach innen gehen. Alle Rassen wurden von den Polariern erschaffen und ausgesät, sodass das Lemurische Reich der zweite Garten Eden ist. Und nach der zyklischen Zeit, wenn die Epoche endet, wurde auch sie nach außen gedrängt, um Platz für die dritte Wurzelrasse zu machen. Das Atlantische Reich und die Wurzelrasse, die dort ihren Sitz hat, dies ist die dritte Polverschiebung. Mars und Venus trennen sich nun in zwei und beginnen die dritte Umlaufbahn. Dieses neue Atlantische Reich hat wie bei den beiden vorherigen seinen Sitz mit seiner eigenen androgynen Sonne und seinem eigenen Mond, die sich schließlich in Apollo, unserer Sonne und unseren Mond verwandelt werden, im Zyklen, Jahreszeiten und Zeitalter des Reiches zu regulieren und zu kontrollieren. Diese atlantische Wurzelrasse und dieses Reich ist dasjenige, das wir gegenwärtig bewohnen. Alle menschlichen Rassen in diesem Reich der Erde sind überwiegend Atlanter. Du bist ein Atlanter. Während dieser alten Epoche waren wir in diesem Bereich der Garten Eden im Zentrum und wieder einmal wiederholt sich die Geschichte über eine zyklische Zeit von 24.000 Jahren. Atlantis fiel, oder besser gesagt versank, als die große Flut oder Sintflut geschah und uns aus dem Zentrum zurücksetzte, also dorthin, wo wir uns gegenwärtig befinden.
Auch Apollo und Artemis wurden schließlich in ihre Umlaufbahn gesetzt und so wurde die arische Wurzelrasse aus der vierten und jüngsten Polverschiebung herausgesät. Dies ist der gegenwärtige Garten Eden. Um uns auf einen Punkt unserer Zeitlinie zu geben, wurde diese arische Wurzelrasse und das Reich vor etwa 6000 Jahren gesetzt, um sich der menschlichen Rasse anzuschließen. Und während unseres fraktalen Musters weitergeht, genau wie die Reiche davor, wurde das arische Reich mit seinem eigenen Sonnensystem geboren. Merkur mit seinen androgynen Sonne und seinem Mond, um die Zyklen, Jahreszeiten und Zeitalter dieses neuen Bereichs zu regulieren und zu kontrollieren. Und so sind wir hier 6000 Jahre in der arischen oder 5. Epoche. Zusammengefasst haben wir bisher 5 Epochen. Die Hauptrasse, die Polarier, dann 24.000 Jahre später das Hyperboreanische Reich, 24.000 Jahre danach wurde das Lemurerreich erschaffen und dann das Atlantische, dann das Arische und nach vielen alten Schriften, Mythologien und Mystiker sollen noch 2 Epochen kommen. Das heißt 7 Epochen, 7 irdische Reiche und 7 Rassen. Weiter geht's. Ihr werdet auch bemerken, dass es in diesem Reich der Erde, in dem wir uns derzeit befinden, 4 Hauptrassen gibt. Alle anderen Rassen dazwischen sind gemischte Rassen oder vielmehr Mischungen aus den 4 Unterrassen und Wurzelrassen. Die schwarze Rasse haben ihre DNA-Abstammung von der allerersten irdischen Wurzelrasse, den Hyperboreanern. Alle einheimischen schwarzen Kulturen dieses Reiches haben ihre kulturelle Überzeugungen und Praktiken überwiegend von den hyperboreanischen Wurzelrasse überliefert, die manchmal auch als die Anunnaki bezeichnet werden. Die orientalisch-asiatische Rassen haben ihre DNA-Abstammung von der Rasse der zweiten Route, den Lemurern, und ebenso stammen die orientalischen Kulturen mit ihren Glaubensvorstellungen und Praktiken von der Wurzelrasse der Lemurer ab, die fälschlicherweise als Reptilien bezeichnet werden. Die indoasiatische Rasse haben ihre DNA und Abstammung von der Rasse der dritten Route, den Atlanter. Ihre Glaubensvorstellungen und Praktiken von den atlantischen Wurzelrasse des gegenwärtigen Reiches ableitend. Das bedeutet, dass die Indoasiaten oder vedischen indischen Rassen die ursprüngliche Wurzelrasse dieses atlantischen Reiches sind und dass die weißen Rassen ihre DNA-Linie von der jüngsten Rasse, der vierten Route, haben, den Aryern. Und natürlich stammen die meisten weißen kulturellen Einflüsse, die wir heute sehen, von der arischen Wurzelrasse ab, die sich derzeit im Zentrum des Garten Edens befindet. Die Arier sind das, was die meisten religiösen Texte oder Mythologien als die gegenwärtigen Götter oder manchmal auch als gefallene Engel bezeichnen. Die Arier werden auch manchmal mit den Plejadens verwechselt, die halbätherische Wesen sind, die im Zentrum des Mount Meru leben und nicht im gegenwärtigen arischen Garten Eden. Obwohl wir in diesem Reich alle innerhalb unseres verschiedenen Unter- und Mischrassenlinien und Eigenschaften als verschiedenen Rassen erscheinen, sind wir eigentlich eine Rasse. Die meisten rassistischen oder religiösen Spaltungen und Kriege, die heute ausgetragen werden, haben ihre Wurzel in der vergangenen Kriege zwischen den 4 Wurzelrassen. Wir Atlanter in diesem Reich haben unsere Vorurteile übereinander von äußeren Einflüssen geerbt. Wir nehmen nun an, dass alle anderen Erdreiche viele verschiedene multikulturelle Unter- und Mischrassen in ihren eigenen Bereichen haben. Genau wie wir in diesem Bereich, was bedeutet, dass es wahrscheinlich tausende von verschiedenen Unter- und Mischrassen und Kulturen in den verschiedenen Bereichen auf der gesamten Ebene unserer Erde gibt. Im Grunde ist jede Wurzel- und Unter- und Mischrasse auf der Erde polarischen Ursprungs. Jedes physische, bewusste Wesen, das auf der Erde existiert, ist polarischen Ursprungs, wobei die verschiedenen Sonnensysteme und außerirdischen Zivilisationen durch die verschiedenen elektromagnetischen Torusfelder voneinander getrennt sind. Diese elektromagnetischen Gürtel, auch bekannt als Van Allen-Gürtel, öffnen und schließen sich periodisch oder schwächen und verstärken sich in Abhängigkeit von den verschiedenen universellen und kosmischen Zyklen, Jahreszeiten, Zeitaltern. Dies geschieht periodisch, um den Austausch und die Wiederherstellung des Gleichgewichts von bewusster Energietechnologie und Wissen zwischen all den verschiedenen irdischen Dimensionsbereichen zu ermöglichen. Und wir nähern uns schnell der nächsten Öffnung dieser elektromagnetischen Barrieren.
Wir müssen uns daran erinnern, dass diese physischen Konstrukte, die wir Körper nennen, genau das sind. Körper, die Avatare sind, die wirklich lebenden Palerie und bewusste Energie oder Geisteswesen in sich tragen. Deine Seele, deine bewusste Energie. Und wir alle wissen, dass diese Energie keine Farbe oder Rasse oder Nationalität oder Vorurteile hat. Nur Polarität, positive Energie, gute Schwingungen oder Menschen oder Seelen und negative Energie, schlechte Schwingungen, Menschen oder Seelen und als solches ist die menschliche Rasse nur ein Teil der temporären physischen Reise. Individuell und kollektiv, was viele in der modernen Zeit als die Matrix bezeichnen, sind das, was die Maya nannten, die Illusion. Als nächstes wollen wir genau untersuchen, wie kosmische Epochen und Zeitalter funktionieren, indem wir den aktuellen arischen Epochenkalender als Referenz verwenden. Sie werden bemerken, dass die äußeren Ringe unserer Monate des Jahres sowie unsere 12 Sternzeichen die 12 Sonnenmonate sind. Tatsächlich eine mikroskosmische Reflexion der 12 Sternzeichen. Diese Sternzeichen sind unsere himmlische kosmische Uhr, die sich über uns dreht. Wenn sich die Konstellationen drehen, haben sie ihre eigenen Energien, die uns hier auf der irdischen Ebene sowohl individuell als auch kollektiv unbewusst beeinflussen und dabei helfen, uns bewusst zu führen. Diese 12 Monate sind weiter unterteilt in unsere saisonalen Abschnitte Herbst, Winter, Frühling und Sommer, die in kosmischen Begriffen als die 4 Jahreszeiten der bewussten Evolution bekannt sind. Diese bewussten Jahreszeiten nannten die Griechen die 4 Zeitalter der Menschen und die vedischen Schriften nannten das Yuga-Zeitalter. Diese 4 Yuga-Zeitalter sind das goldene Zeitalter, Satya-Yuga, das silberne Zeitalter, das Terra-Yuga, das bronzene Zeitalter, Dwapara-Yuga und das eiserne Zeitalter, Kali-Yuga. Eine volle Epoche von 24.000 Jahren ist in 8 Yuga-Zeitaltern unterteilt. Jedes Yuga-Zeitalter ist also 3000 Jahre lang. Du wirst auch feststellen, dass es mehr goldene oder gelbe Zeitalter gibt als alle anderen. Das liegt daran, dass die goldene Zeitalter die Anwesenheit der Sonne im Verlauf unserer 12. Kalendermonats Sonnenjahreszeit widerspiegelt. Wie Sie also sehen können, gibt es im Sommer viel Sonnenschein, etwas weniger als im Herbst und im Frühling und wenig bis gar keinen im Winter. Natürlich wird der Sonnenschein in diesem Fall in bewusste Intelligenz übersetzt und offensichtlich sind die Yuga-Zeitalter unserer universellen Sommers viel höhere Bewusstseinszustände als die Yuga-Zeitalter des Frühlings, des Herbstes und natürlich des Winters. Wir stellen auch die Hypothese auf, dass, wenn sich das goldene Zeitalter innerhalb verschiedener Reiche überschneiden, es keine Torusfelder oder Trennungen zwischen den besonderen Reichen gibt, was bedeutet, dass wenn die Zeit kommt und sich das goldene Zeitalter überschneiden, alle Länder, die sich überschneiden, überquert werden können. Mit anderen Worten, diese besonderen Bereiche sind offen und frei, um ohne Einschränkung zu interagieren, weil sie mit dem gleichen goldenen Verhältnis der Frequenz oder der Resonanz schwingen. Also lassen Sie uns jetzt die universellen kosmischen und solaren Zeitlinien aller individuellen Reiche oder Bereiche kartieren. Sie sagen uns auch, dass das Mittelalter vor etwa 3000 Jahren von heute an begann, was wiederum die Zeitlinie hier widerspiegelt. Und diese Zeitlinie ist auch die gemeinsame Erzählung der meisten heiligen Bücher, unser Kalender, unser Reich und unsere Domäne. Diese Epoche begann vor 6000 Jahren mit dem Zeitalter des Stiers. Interessanterweise beginnt das Alte Testament der Bibel in einem Zeitalter, in dem der Stier angebetet wurde, was symbolisch für die ersten 2000 Jahre der astrologischen Energien des Stiers steht. Nach einiger Zeit endet die Anbetung des Stiers mit der Geschichte, in der Gott Abraham aufforderte, die Anbetung des Stiers einzustellen und stattdessen einen Widder zu opfern, was symbolisch für den Wechsel vom Zeitalter des Stiers in das Zeitalter des Widders steht. Und wiederum 2000 Jahre später kommt Jesus, der Fischer der Menschen, ins Spiel. Die Jesus-Fisch-Symbolik erzählt uns von der Verschiebung von Widder in das Fischezeitalter. Und noch einmal, während wir das Ende des Jesus-Fisch-Fisch-Zeitalters erreichen, sehen wir jetzt die Auswirkungen des neuen Wasser-Wassermann-Zeitalters. Der Wassermann wird natürlich durch die Vermischung von Gewässern symbolisiert. Es ist das Zeitalter der Vermischung von Entdeckung, Offenlegung und Technologie. Wenn wir diesen Kalender auf dieses heutige Datum einstellen würden, säßen wir kurz vor Viertel nach Reset. 6000 Jahre in der 5. Epoche, mitten im kosmischen Winter oder im eisernen Zeitalter des universellen kollektiven Bewusstseins. Um ein wenig genauer zu sein, haben wir 2 Minuten vor Mitternacht, wobei Mitternacht 20 Minuten sind, die Jahre bedeuten.
Das ist interessant, denn die Mainstream-Wissenschaft hat etwas, das sich Weltuntergangsuhr nennt. Und auf der Weltuntergangsuhr steht, dass die Erde 2 Minuten vor Mitternacht oder dem Weltuntergang steht. Sie wurde am 18. Januar 2018 von 3 Minuten auf 2 Minuten verschoben. Weltuntergang oder Apokalypse. Einfach eine markierte Periode oder Verschiebung oder bedeutet Veränderung von einer Sache in eine andere. Das Ende des Alten und der Beginn des Neuen, und wir leben in extrem aufregenden Zeiten. Für diejenigen, die darauf achten, was vor sich geht. Wissen, Wahrheit, Neues, Informationen und Entdeckungen sind nicht zu befürchten. Sie sollten angenommen werden. Diese besondere kosmische Verschiebung, die wir haben werden, ist eine wichtige, denn es ist eine Kardinalsverschiebung. Das bedeutet, dass alle 4 gegenwärtigen irdischen Bereiche gleichzeitig ihren eigenen Weltuntergang oder ihre eigene Apokalypse oder Verschiebung der Jahreszeiten erleben werden. Gehen wir also durch jede kosmische Verschiebung der Reiche, wird der zentrale Bereich im Reich eine fantastische Apokalypse erleben, die sich von ihrer Bronze in ihren silbernen Zeitalter des Bewusstseins verschiebt. Daher sind die Informationen und Daten des sogenannten Bewusstseinserwachen für die Massen leichter zugänglich als zu jeder anderen Zeit. In dieser Ära der Aufzeichnung der Geschichte. Wir können deutlich sehen, dass all diese Veränderungen langsam wirksam werden, insbesondere in den fortgeschrittenen Regionen dieser Domäne. Wir erhalten viel Wissen aus der Technologie. Nun, die Domäne außerhalb der unsrigen, Mars und Venus, machen eine schreckliche Apokalypse durch, einen wirklichen Weltuntergang für sie, da sie sich zurücksetzen oder von ihrem goldenen Zeitalter in ihr eisernes Zeitalter des Bewusstseins fallen. Und die letzte Domäne, das Hyporerische Reich, hat noch ein weiteres goldenes Zeitalter vor sich. Was aber noch interessanter ist die Art dieser aktuellen und kommenden kosmischen Verschiebung. Wie wir bereits sagten, wird die gegenwärtige Verschiebung als Kardinalverschiebung bezeichnet, was bedeutet, dass wir nicht nur eine Energieverschiebung haben, sondern auch gleichzeitig eine physische Sonnenverschiebung haben werden. Um all diese Veränderungen zu markieren, ist diese gleichzeitige doppelte Übergangsverschiebung als kosmische oder galaktische Ausrichtung bekannt. 2020 bedeutet also, dass ihr eine perfekte Vision habt. 20, warum nicht 10 oder 100 oder 100%? Nun, wenn Sie, wie ich, fest daran glauben, dass wir nach den Skripten oder Schriften laufen, von denen wir einige noch nicht einmal über uns selbst entdeckt haben, dann können Sie auch die Hypothese aufstellen, dass wir alle im Jahr 2020 die perfekte Sicht haben werden. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass es am 21. Dezember 2020 während der Wintersonnenwende ein großes kosmisches Sonnenereignis geben wird. Das, was von jedem einzelnen bewussten Wesen in unserem Universum gesehen und erlebt wird. Das ist es, was allgemein als das Ereignis beschrieben wird. Warum der 21. Dezember 2020? Es gibt eine naturwissenschaftliche Bedeutung dieses Datums in Bezug auf unseres Sonnensystems. Die meisten von euch werden wissen, dass sich die Sonne nach dem azimutal-äquidistanten geozentrischen Erdmodell um die elektromagnetische Kuppel windet, die unsere Erde während der Sommermonate umhüllt und sie gegen Ende unseres Sonnenjahres zu ihrer südlichsten Position am Wendekreis des Steinbocks hinunterwindet und am 21. Dezember ihren niedrigsten Zenit oder Y-Achspunkt hat. Das ist der Punkt, der am weitesten von unserem Erdmittelpunkt entfernt ist und die Erde vertikal am nächsten liegt. Aus Sicht der nördlichsten Hemisphäre ist dies die Wintersonnenwende. Folgt sie 3 Tage lang demselben Kreislauf, weder aufsteigen noch absteigen, bevor sie dann ihre Reise zurück zum Wendekreis des Krebses antritt, in Richtung der Spitze und des Zentrums unseres elektromagnetischen Kuppel dieser Sphäre. Das bedeutet, dass die Sonne jedes Jahr nur für diese 3 Tage unseres Jahres vom 21. bis zum 24. Dezember entlang der elektromagnetischen Torusfeld-Kuppel über uns um uns herum weder aufsteigt noch abfällt. Die Sonne nimmt ihren Aufstieg wieder auf, 3 Tage nach dem 21. Dezember. Am 25. Dezember, das kommt uns bekannt vor, 3 Tage lang tot und dann wieder aufsteigen. Wenn es irgendein kosmisches Sonnenereignis geben sollte, würde es höchstwahrscheinlich an diesem Zeitraum stattfinden, wenn die Sonne im übertragenen Sinne stirbt und darauf wartet, wieder aufzusteigen. Nach demselben Prinzip haben wir die Hypothese aufgestellt, dass alle anderen Sonnen und alle anderen Bereiche einem ähnlichen Sonnensystem folgen, wie oben, so unten, wie innen,
so außen. Aber natürlich finden sie ihre Jahreszeiten und Sonnenwenden zu unterschiedlichen Zeiten in Bezug auf ihre eigenen individuellen Ökosysteme statt. Sie haben gehört, wie wir dieses Werk als Meisterschwingung bezeichnet haben. Das ist im Grunde das, was wir sagen. Alle Himmelskörper haben ihre eigenen Bahnen, sekundäre, dritte und vierte Schwingungen. Und schließlich reihen sie sich alle wieder aneinander. Und schließlich vollenden sie einen noch größeren Zyklus, indem sie sich vollständig ineinander reihen. Und das geschieht nur einmal, alle 6000 Jahre. Am 21. Dezember 2020 werden also Merkur im Zentrum, unsere Sonne in diesem Bereich, Mars im nächsten Bereich und Saturn im letzten Bereich, sowie alle Monde auf der anderen Seite zum ersten Mal seit 6000 Jahren in einer Linie in der gleichen Richtung auf dem gleichen Weg und mit der gleichen Steigung anhalten. Dies ist, was wir vermuten, die lang erwartete Rückkehr der Sonne oder Christus, die galaktische Ausrichtung, die Rückkehr von Nibiru und der Planet X oder Bewusstsein, das große Sonnenereignis. Diese kosmische Sonnenausrichtung wird 3 Tage dauern, um sich vollständig auszurichten, beginnen am 21. Dezember und endend am 25. Dezember. Die elektromagnetischen Torusfelder in allen 4 Bereichen werden entweder verschwinden oder sich öffnen oder schwächen aufgrund dieser galaktischen Sonnenausrichtung. Dies ist die Öffnung der Portale oder Fenster des Himmels, von denen in der Bibel gesprochen wird. Diese Öffnung sollte 7 Tage lang, von 25. bis 31. Dezember 2020 stattfinden. Das bedeutet auch, dass jeder auf der Erde in der Lage sein wird, all diese verschiedenen wandernden Sonnensysteme aller Bereiche klar am Himmel zu sehen. Jeder wird eine Sehschärfe von 20/20 haben. Aber wenn man logisch darüber nachdenkt, wenn alle Himmelskörper an ihrem tiefsten Punkt sind, dann wäre alles über uns leicht hell und kristallklar zu sehen. Nebenbei bemerkt ist es nicht interessant, dass wir alle darauf konditioniert wurden, jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit des Jahres am meisten beschäftigt zu sein und blind für die wahren Schwingungszeichen und die Schönheit der Erde zu sein. Ja, wir feiern, aber die Art und Weise, wie wir es tun und die Gründe, warum wir es tun, sind pervers. Selbst wenn man bedenkt, wie viele Bäume wir jedes Jahr fällen, um ein Ritual auszuführen, das eigentlich ein geozentrisches Ritual sein könnte. Den Baum des Lebens, den Weihnachtsbaum. Diese Zeitspanne ist das, was die alten Kulturen beschrieben, als sie sagten, es gab eine Zeit, in der der Himmel einstürzte. Viele alte Kulturen beschreiben auch eine Zeit, in der es so viele Sonnen und viele Monde an unserem Himmel gab. Und wir glaubten, dass sie die Geschichte wiederholen würden. Dieses Phänomen wird auch unsere atmosphärischen Bedingungen beeinflussen und verändern. Diese Ereignisse traten periodisch über zyklische Zeiträume in verschiedenen Größenordnungen auf. Das letzte große Ereignis fand 1859 statt und wurde Carrington-Ereignis genannt. Du kannst es gerne nachschlagen. Das Ereignis, das am 2020 stattfinden wird sehr viel größer sein. Diese Sonnenausrichtung soll die kosmische Energie und das Bewusstsein in den verschiedenen irdischen Bereichen unserer Erde neu ausrichten. Diese Energieexplosion wird im Zentrum der Erde oder am Nordpol beginnen, sich spiralförmig nach außen zum Rand hin ausbreiten und innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums wieder zum Zentrum zurückprallen. Das Ereignis selbst wird durch einen elektromagnetischen Schallknall ausgelöst werden, der wie eine nukleare Atombombe aussehen wird. Keine Sorge, es wird keine Atombombe sein. Es wird auf jeden Fall nuklear sein. Es wird der Menschheit eine neue, klare Vision für die Zukunft geben, individuell und kollektiv. Es wird uns eine Sicht von 2020 geben. Wir vermuten, dass die derzeitigen Mächte versuchen werden, dieses natürliche kosmische Ereignis als ultimative falsche Flagge zu benutzen. Sie könnten sagen, dass es Außerirdische waren oder dass es durch die globale Erwärmung oder einen Angriff von der anderen Seite der Welt verursacht wurde. Dieser Schallknall elektromagnetischer Energie könnte unser gesamtes elektrisches Netz augenblicklich abschalten und einen Zusammenbruch unserer finanziellen, sozioökonomischen, politischen und kollektiven kulturellen Existenz, wie wir sie kennen, verursachen. Und so könnte dieses Ereignis genutzt werden, um den Weg für eine neue Ordnung in unserer Welt zu ebnen. Aber dieses kosmische Ereignis ist nicht zu fürchten. Dieser grüne Nebel, der durch dieses Ereignis verursacht wird, ist giftig und sie werden uns sagen, dass wir drinnen bleiben und nicht nach draußen in die Strahlung gehen sollen, um jeden Preis zu vermeiden. Sie werden sagen, dass es eine schädliche Strahlung ist und das wird es auch sein. Für diejenigen, die die Schwermetalle in ihrem Körper haben, zum Beispiel Impfstoffe, Eisen vom Fleischessen und so weiter. Aber für diejenigen, die keine schädlichen Chemikalien in ihrem Körper haben. Die Strahlung wird die schlafende DNA ausstrahlen und aktivieren und euch möglicherweise übernatürliche Fähigkeiten verleihen. Vielleicht nicht wie Superman.
Aber eine starke Zunahme des Bewusstseins und der 5 Sinne wird erwartet. Und für diejenigen von uns, die eine Pilgerreise nach Norden in den zentralen Bereich unserer Erde, auch bekannt als der Garten Eden, planen, wird dies unser Fenster der Gelegenheit sein. Viele von euch werden auch wissen, dass die Mayas das Ende des Kalenderjahres oder die Apokalypse für den 21. Dezember 2012 vorhergesagt haben. Die Bibel spricht auch von den 7 Posaunen der Vorbereitung vor der Rückkehr Christi oder des Sohnes Gottes, und nach den 7. Posaune wird er, der große Sohn, zurückkehren. Wir haben angenommen, dass die Maya mit ihren Vorhersagen genau richtig lagen. Ihr Datum, der 21. Dezember 2012, markiert den Anfang des Endes und die 7. Posaune natürlich 7 Jahre später, am 21. Dezember 2019. Was bedeutet, dass der 21. Dezember 2020 das erste Jahr nach der 7 Posaunen sein wird, wobei das 8. Jahr natürlich die Zahl der Vollendung ist. Und es steht auch geschrieben, dass jeder auf der Erde die Rückkehr des Christusbewusstseins oder des Sohnes Gottes erleben wird. Am 16. November 2017 hatten wir ein seltsames Phänomen in diesem Reich. Viele von euch werden sich an die rote Sonne oder den roten Himmel erinnern, den wir in den meisten Teilen der Welt gesehen und erlebt haben. Wir nehmen an, dass dies ein Zeichen für das war, was kommen wird, für diejenigen, die aufpassen. Ich weiß, dass wahrscheinlich jeder hier Zeuge dieses Phänomens war und es erlebt hat, aber viele von euch haben es tatsächlich zur Kenntnis genommen. Natürlich war die gängige Meinung zu dieser Zeit, dass es nichts Wichtiges war, nur Staub aus der Wüste, der die Sonne blockierte, und so kam und ging dieses kleine Sonnenereignis, ohne dass jemand zur Kenntnis nahm. Nun, für diejenigen mit Augen zum Sehen und Ohren zum Hören, bitte nimmt es zur Kenntnis. Wir stellen die Hypothese auf, dass die Öffnung dieser elektromagnetischen Torusfelder am 25. Dezember 2020 eine atmosphärische Plasmaentladung hervorgerufen wird, da alle verschiedenen Sonnensysteme unseres Kosmos im direkten Kontakt miteinander stehen werden. Dies wird auf der ganzen Erde eine Atmosphäre mit Regenbogeneffekt in allen Bereichen erzeugen. Ein atmosphärisches Dämmerlicht, wenn man es so will. Noch wichtiger ist jedoch, dass dieses Ereignis der Öffnung auch physische Reisen zwischen allen 4 Bereichen oder Domänen für diejenigen ermöglichen wird, die über die Technologie und über die Mittel dazu verfügen. Wir könnten dies als echte interdimensionale oder äußere oder innere Raumreise bezeichnen. Hier ist eine weitere große rote Pille. Die NASA hat bei zahlreichen Gelegenheiten offen zugegeben, dass wir Menschen nicht über die niedrige Erdumlaufbahn oder über die elektromagnetischen Gürtel oder Kuppel von Van Allen hinausgehen können. Wir glauben jedoch, dass wir während dieses Zeitraums endlich in der Lage sein werden, dies zu tun. Und was bedeutet das für uns? Nun, all diese verschiedenen Reiche durchlaufen ihre eigenen individuellen kosmischen Verschiebungen, Jahreszeiten und Zeitalter. Denn der Spiralriss wird im Zentrum beginnen. Sie hatten bereits 3000 Jahre Bronzezeit und wir in diesem Reich noch nicht. Unser Reset fand 3000 Jahre nach dem ihren statt. Das heißt, während des 7-tägigen kosmischen Ereignisses. Jeder, der in der Lage ist oder dem es erlaubt ist, dieses innere Reich zu betreten, wird technisch gesehen eine Zeitreise machen. 3000 Jahre in die Zukunft oder der Zeit voraus. Laienhaft ausgedrückt sage ich, dass dieses innere Reich uns technologisch, physisch, geistig, spirituell und bewusstseinsmäßig 3000 Jahre voraus ist. Und ja, das ist es, woher das von uns vorgeschlagene Konzept der Zeitreise in die Zukunft kommt. Und auf der anderen Seite, wenn sich die Wellen nach außen in Richtung des Mars-Domäns verschieben, wären sie jetzt 3000 Jahre hinter uns, sodass wir unsere Ebene zu ihrer Ebene eine Zeitreise 3000 Jahre rückwärts machen würden. Warum um alles in der Welt denken die Führer der freien Welt, dass es notwendig ist, den Weltraum auf einmal zu militarisieren? Und warum um alles in der Welt reden unsere Raumfahrtbehörden und Regierungen davon, dass die Ersten zu sein, die den Mars kolonisieren? Die Handlungen oder der Prozess der Ansiedlung unter oder der Etablierung der Kontrolle über die Einheimischen eines Gebietes oder die Aneignung eines Ortes, unserer Domäne, für eine eigene Nutzung. Man fragt sich, ob dieselben sogenannten elitären königlichen Blutlinien und Familien, die dieses Reich während unseres Rückgangs von Gold zu Eisen vor 3000 Jahren kolonisiert haben, dabei waren. Dasselbe hat mit den äußeren Bereichen zu tun, die derzeit von ihrem goldenen zu ihrem eisernen Zeitalter fallen. Wie man sagt, gibt es nichts Neues unter der Sonne und die Geschichte wiederholt sich immer. Mit diesen Gedanken lassen Sie uns etwas zurückspulen, das erst kürzlich passiert ist. 22. Dezember 2017, der SpaceX Falkenstart. Beachten Sie das Datum 22. Dezember 2017. Ich frage mich, wie viele von Ihnen sich an diese ungewöhnlichen Effekte erinnern,
die bei diesem Start zu sehen waren. Es sah so aus, als ob die Falcon X versuchte, etwas zu durchdringen oder vielleicht den äußeren elektromagnetischen Gürtel oder das Torusfeld zu testen, so dass man sich fragt, ob sie versuchten, die Zeit zu schlagen. Ich bin bereit zu wetten, dass wir diesen oder im nächsten Jahr zur gleichen Zeit einen weiteren, sehr ähnlichen Versuch erleben werden. Okay, halten wir kurz inne. Ich musste das nach der letzten Bearbeitung hinzufügen. Dieses Skript wurde vor Monaten geschrieben, ich habe dieses Drehbuch vor vielen Monaten bekommen und ich habe mich gefragt, was wohl Mitte bis Ende November passieren würde, als ich diesen Teil geschrieben habe, und das Universum hat mich nicht im Stich gelassen. Ende November haben wir den Mars in Sichtweite verrückt. Interdimensionale irdische Zeitreisen sind nicht nur eine Sache von irgendjemandem, der seine Koffer packt und einfach dorthin reist. Es gibt offensichtlich viele mildernde Umstände wie universelle und natürliche Gesetze, die bestimmen, wie, wann und wer wohin reisen kann. Die fortgeschrittenen Wesen des Bronze- oder Silbernen Zeitalters im Zentrum würden zum Beispiel kein primitives Wesen des Eisenzeitalters von außen in ihrem Bereich lassen, da dies ihre natürliche harmonische Existenz aus dem Gleichgewicht bringen würde. Jeder, der von hier aus in dieses innere Reich reisen möchte, müsste also im Allgemeinen seiner Zeit voraus sein, da wir derzeit geistig, mental, physisch, körperlich und seelisch in einer hohen Frequenz schwingen. Viele Schriften nennen dies die Tage der Abrechnung oder den Tag des jüngsten Gerichts oder die Wiederkehr eines Messias oder eines Boten irgendeiner Art. In diesem Fall glauben wir, dass dies das sogenannte Ereignis ist, die Wiederkehr des Messias, wie auch immer. Lasst uns weitergehen. Wir glauben, dass diejenigen, die ihre Zeit in diesem Reich voraus sind, irgendwie die Gelegenheit erhalten werden, vorzeitig in das innere oder obere Reich aufzusteigen, wenn die Zeit gekommen ist. Ebenso glauben wir, dass diejenigen, die noch zurückliegen oder an alten, veralteten, rückwärtsgewandten Paradigmen festhalten, natürlich zurück in die äußere Welt gezogen werden. Die meisten Menschen in unserem Bereich werden jedoch nach dem Ereignis hier in dieser Domäne bleiben, um weiter zu lernen, in den kommenden neuen Bronzezeit und in einer neuen Weltordnung zu wachsen. Und wie und was genau dieses neue Zeitalter oder diese neue Ordnung sein wird, wer weiß das schon genau. Aber was wir wissen ist, dass diese Domäne nicht so sein wird. Und so endlich, wenn diese 7 Tage vorbei sind, am 1. Januar 2021, am Neujahrstag, den ersten Tag des ersten Monats 2021, werden die elektromagnetischen Torusfelder oder Kuppel jeder Domäne wieder an ihren Platz fallen, wie sie waren, die Himmelskörper werden sich neu ausrichten und die wandernden Planeten oder Sonnen und Monde werden ihren natürlichen Zyklus, Jahreszeiten und Bewegungen wieder aufnehmen. Auf diese Weise können alle verschiedenen Domänen ihr neues kosmisches Sonnen- und himmlisches Zeitalter beginnen. Und so werden sich die Räder der Zeit weiterdrehen, für immer vorwärts im zyklischen Zyklen und Jahreszeiten. Jetzt sind wir uns natürlich sehr bewusst, dass das, was wir vorschlagen, ein wenig empörend und möglicherweise überwältigend erscheint. Oder seien wir ehrlich, Sie denken vielleicht, dass dies wirklich verrückt ist, wenn Sie diese Art hören? Zum ersten Mal, aber wir versuchen nicht etwas zu predigen oder zu verkaufen, indem wir einfach Informationen teilen, die auf kosmologischer, astrologischer, mythologischer oder beobachtbarer Realität Forschung basieren. Dies könnte alles völlig falsch oder sogar leicht falsch sein. Und wenn ja, dann ist es in Ordnung, kein Schaden angerichtet. Das Leben geht weiter und dies könnte teilweise richtig oder sogar sehr nahe an der Wahrheit sein. Zu diesem Zeitpunkt, wenn diese Ereignisse eintreten, werden zumindest diejenigen von uns, die diese gute Nachricht erhalten haben, mental, psychologisch und möglicherweise auch spirituell vorbereitet sein. Natürlich gerade jetzt unter dieser Domain. Wir machen kollektiv einige sehr schwierige Schmerzen durch, während wir diesen Wandel vollziehen. Diejenigen, die mit diesen Veränderungen im Einklang sind, passen sich jedoch an und entwickeln sich bewusst mit. Dies ist das sogenannte bewusste Erwachen. Aber noch wichtiger ist, dass diejenigen, die vollständig verstehen, was vor sich geht, in der Lage sind, auf die Veränderungen vorbereitet zu sein, die auftreten und kommen. Das meinte JP Morgan, als er mit der Astrologie zitiert wurde. Millionäre verwenden keine Astrologie. Astrologie ist einfach die Naturwissenschaft des Verstehens, der Aufzeichnungen und der folgenden Jahreszeiten und Zyklen der Sterne und Himmel unseres Universums. Astro bedeutet einfach Himmel oder Sterne. Logi oder Logi bedeutet einfach Protokolle
oder Protokollierung. Wir sind Astrologging und erstellen Protokolle, die alle Daten der Sterne protokollieren. Das ist alles Astrologie. Lesen und Aufzeichnung der Himmelssterne, Zyklen, Jahreszeiten. Und dann steht da sogar in allen alten Schriften geschrieben, dass in den letzten Tagen viele die genaue Zeit und das genaue Datum nicht kennen werden. Aber diejenigen mit der Weisheit und der Einsicht des Himmels werden vorbereitet sein. Halte deine Augen zum Himmel und achte auf die Zeichen dessen, was kommen wird. Also die letzte Frage, ist das alles intelligent gestaltet und wenn ja, von wem und was und warum? Soweit es uns betrifft, die Antwort ist definitiv ja. Alles, worüber wir gesprochen haben, ist definitiv intelligent gestaltet. Mikrokosmen des Makrokosmos, X das System und die Ordnung unserer Erde. Natur, Kosmologie, Energie und alles andere in unserem Universum ist einfach zu schön und perfekt symbiotisch und synchronisiert ein zufälliges Ereignis oder evolutionär zu sein. Wer oder wo oder was ist der Schöpfer all dessen? Hier, ja, genau hier, in diesem Raum und überall sonst, um uns herum und in unserem Universum und darüber hinaus. Wir sind alle Mitschöpfer, bewusste Geistseelen oder Energiekräfte. Alles ist Energie, alles ist elektromagnetische Frequenz, Schall und Vibration. Bis hin zur Sinuswelle. Zitat, Gott, jeder Gott, aller Götter sind Energie. Schließlich sagt uns sogar die Religion, dass Gott alles und nichts zugleich ist. Das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, intelligent, bewusst, unermesslich, nicht quantifizierbar die Quelle. Die, der Schöpfer gerade ist. Da wir alle kleine bewusste Energiefelder sind wir vielleicht alle kleine Manifestationen eines größeren bewussten Energiefeldes, Seele oder Geist. Vielleicht stammen wir alle aus derselben ursprünglichen Quelle. Einfach das Leben individuell getrennt von den ganz kleinen Schöpfern in Qualität, aber nicht Quantität zu erleben. Ein kosmisches Versteckspiel mit uns selbst spielen. Alle sind Teil desselben eines Liedes, einer Strophe des Universums. Wenn wir nun in verschiedenen Melodien und Oktaven bei verschiedenen Frequenzen singen und verzweifelt versuchen, ein harmonisches melodisches Gleichgewicht zu erfinden und wenn wir schließlich individuell und kollektiv Harmonie finden, werden wir schließlich aus demselben Vers in unserem Universum vibrieren und singen. Das ist, was viele Mystiker, Gurus, Lehrer, Kulturen und Religionen bedeuten, wenn sie sagen, wir sind eins. Aber jetzt? Ich denke, wir sind extrem weit davon entfernt und es gibt noch viel zu tun, zu lernen, zu erforschen, zu erleben und zu wachsen auf dieser sogenannten Lebensreise, bevor wir zur Harmonie gelangen. Es gibt noch viele Jahreszeiten zu sehen, Rollen zu spielen, kosmische Zeitalter, Jahreszeiten und Ereignisse, die in all diesen Verrücktheiten und Verwirrungen, die wir Leben nennen, zu erleben sind. Abschließend sind Sie und wir alle nur Besucher dieser Zeit und dieses Ortes, die verschiedene Rollen und Charaktere spielen. Einige von uns werden von verschiedenen Skripten und Programmen oder Schriften geleitet. Aber wenn wir anfangen, bewusst zu erwachen, wer, was, wo wir sind und warum wir hier sind, beginnt sich die Handlung zu verdicken. Und einige von uns haben sich jetzt entschieden, die Handlung vervollständigt zu verlieren. Warum? Weil wir beschlossen haben, unsere eigenen Skripte zu schreiben, unsere eigenen Programme, die unser eigenes Leben in Filmen lenken und hoffentlich zur nächsten Stufe dieser Erfahrung übergehen, um in Harmonie zu lernen und zu wachsen. Nichts, worüber wir heute gesprochen haben, soll eine Angstkampagne sein. Denn letztendlich gibt es nichts zu befürchten oder verwirrt oder gar verärgert zu sein, egal in welcher Lebensphase Sie sich auf der Reise befanden. So klischeehaft es auch klingt, die Wahrheit wird dich immer befreien. Nicht unbedingt, wenn du lügst, sondern wenn du angelogen wurdest und du die Wahrheit entdeckst. Vielen Dank für Ihre Zeit und Geduld. Wir freuen uns auf die Erfahrung des Lernens, mit Ihnen allen zu teilen und zu wachsen. Unabhängig davon, was in unserem individuellen und kollektiven Leben passieren kann oder nicht. Wir hoffen, dass es Ihnen diese Präsentation gefallen hat und ermutigt Sie, sie so weit wie möglich zu teilen. Wir hoffen auch, dass wir dies mit der Zeit als Beweis für sich selbst betrachten können, dass es Menschen gibt, die Augen zu sehen und Ohren zum Hören haben, um anderen zu helfen, ihre Wahrheit oder ihr Schicksal zu teilen und zu führen. Danke und auf Wiedersehen.